Ich installiere mir heute einen Repetier-Server und möchte dich dabei einfach mal mitnehmen. Wenn du Lust hast, ebenfalls einen Repetier-Server zu installieren, dann schlage ich dir vor, ich lege dir mal eine Liste vor, welche Hardware und Software du benötigst, und dann kannst du mit mir das gemeinsam durchführen. Du benötigst als Hardware eine SD-Karte. Ich nehme dafür eine 16 GB SD-Karte, ein SD-Card-Reader, ein Raspberry Pi 3B oder neuer. Ich nutze einen 4er mit 2 GB RAM. Als Software benötigst du Win32 Disk Imager, den nutze ich ganz gerne. Etcher ist aber genauso gut. Advanced IP Scanner, damit werden wir dann später die IP-Adresse in deinem lokalen Netz suchen. Einen Repetier-Server natürlich, das Image, denn das werden wir auf die SD-Karte bügeln. Und die Terminal-Software PuTTY, denn damit wollen wir später kurz auf die Shell des Raspberries gehen, um da einfach mal die Kamera auszulesen, was sie denn hergibt. Ja, legen wir los. Was habe ich bereits vorbereitet? Ich habe bereits die Software runtergeladen, die ich euch dann später auch unten verlinken werde. Ja, als erstes brauchen wir natürlich das Image. Dieses werden wir auf die SD-Karte drauf speichern. Relativ einfach. Ihr startet diesen Win32 Disk Imager, prüft hier, dass das Laufwerk das passende ist, nicht, dass ihr euch irgendeinen Datenträger zum Schluss noch überschreibt. Wählt dann das Image aus, welches ihr heruntergeladen habt. In dem Fall ist es bei mir Repetier Server Image 094.3v22 und im entpackten Ordner findet ihr dann eine Datei, die sich disk.image nennt. Klickt hier auf Schreiben und dann geht die Prozedur los. Ich habe das Ganze bereits durchgeführt, einfach um euch ein bisschen Zeit zu sparen, wenn ihr zuschauen möchtet. Und werde deshalb nicht schreiben, denn ansonsten überschreibe ich mir meinen Pi. Gut, ich nehme euch mit rüber an den Raspberry und dort werden wir jetzt einfach mal die SD-Karte reinstecken und schauen, was passiert. Die SD-Karte ist eingesteckt, der Raspberry ist zum Starten bereit und genau das werde ich jetzt tun. Bei mir geht das Ganze mit meinem Handy. Ich habe das über Smart Home laufen, einfach um meinen Drucker auch aus der Ferne ausschalten zu können, wenn es mal sein muss. Und dann starten wir das Ganze. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern. Der Raspberry benötigt ein paar Sekunden für seinen ersten Boot und danach können wir die erste Verbindung starten, um den Raspberry Server, den Repetier Server dann auch konfigurieren zu können. Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Wenn der Raspberry oder der Repetier Server keine Verbindung hat, also er merkt, er hat keine Verbindung ins WLAN oder er hat keine Verbindung ins LAN, baut er euch einen Hotspot automatisch auf. Das passiert auch dann, wenn er die WLAN-Verbindung verlieren sollte, wird er im Anschluss darauf direkt einen Repetier-Server wird der Repetier-Server direkt einen Hotspot aufbauen, um euch die Möglichkeit zu geben, euch erneut darauf zu verbinden und ihm die neuen Daten zum Beispiel für euren neuen Wi-Fi einzutragen, den ihr eventuell getauscht habt. So, mittlerweile sollte das Gerät gebootet sein. Schauen wir mal nach. Und da ist er auch schon. Wir verbinden uns. Das dauert einen kleinen Moment. Wir benötigen einen Browser und schauen mal, ob das schon klappt. Nein, funktioniert noch nicht.
Probieren wir es nochmal. Er mag uns nicht. Gucken wir doch mal nach. Die Verbindung hat sich getrennt. Versuchen wir nochmal aufzubauen. Und jetzt ist er auch pingbar. Also probieren wir es. Jawohl. Gut, er möchte, dass wir die Datenschutzerklärung akzeptieren. Das werden wir auch durchführen. Und sind jetzt schon auf dem Raspberry drauf, auf diesem Repetier-Server. Und das erste, was ich tun möchte, ist, ich werde den Repetier-Server mit meinem WLAN verbinden. Speichern und verbinden. Warten wir einen kleinen Moment. Wenn alles geklappt hat, dürfte er gleich auf der 10.10.10.1 nicht mehr antworten. Jawohl, die Verbindung ist weg. So, nur welche IP-Adresse hat er jetzt von unserem Router bekommen? Genau dafür werden wir nun die Software Advanced IP Scanner verwenden. Welche Range ihr nutzt zum Scannen, wie ihr das rausbekommt, zeige ich euch einfach. Ihr gebt hier ipconfig ein. Ihr seht, ich habe eine Fritzbox, ich bin mit WLAN verbunden und interessant ist dieser Part, denn das ist meine Netzwerk-Range. Ich bin in der 192.168.0 unterwegs. Das da hinten ist dann meine IP-Adresse. Wir wollen also diese Range abscannen und schauen, wo sich unser Repetier-Server jetzt meldet. Das machen wir einfach mal. Ich habe das schon eingegeben, 192.168.0.0 bis 192.168.0.255. 255 ist die höchste Adresse. Ja, in einem IP-Netzwerk, das ist die Broadcast-Adresse. Und ja, jetzt lassen wir einfach mal scannen. Und dann gucken wir mal, wo er sich melden wird. Ja, ihr seht, ich habe alles Mögliche hier laufen. Und da ist er auch schon. Hier. Repetier-Server. Bei mir antwortet er auf der 0.125. Das Ganze werden wir jetzt einfach mal pingen. Funktioniert. Wunderbar. Dann können wir das zumachen. Und bauen erneut die Verbindung zum Repetier-Server auf. Dieses Mal über unser lokales Netzwerk. Und da ist er auch schon. Ja, nächster Schritt. Wir erzeugen einen Drucker. In meinem Fall, den ersten Drucker, den ich installieren werde, ist der Genius. Da ich mehrere Drucker habe, muss ich jetzt mal kurz prüfen, denn hier wird der Punkt kommen, an dem wir die USB-Ports auswählen. Und wenn ihr mehr wie einen Drucker habt, kann ich euch nur empfehlen, alle Drucker vom Raspberry erstmal abzuschließen und dann nacheinander jeden Port neu zu belegen, denn ansonsten wählt ihr unter Umständen den falschen USB-Port hier aus. Ja, und das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Also nehme ich euch nochmal mit an Pi. Gut, die Verbindung zu meinem anderen 3D-Drucker habe ich getrennt und jetzt schauen wir mal, welche Ports übrig sind. Ich suche hier nach den DEF-TDY USB-Ports bzw. TDY im Generellen
Und ja, unter Umständen steht bei euch hier noch diverse andere Geräte drin, je nachdem, was ihr alles abgehängt habt. In dem Fall ist es jetzt so, ich weiß, bei mir wird es der USB 0 sein, der angeschlossen ist, und genau das nutzen wir auch. Den wählen wir aus, stellen hier auch auf automatisch erkennen und fahren fort mit Schritt. Eine Sache vergessen wir besser nicht. Wir nutzen Malen und fahren fort mit Schritt 3. Ja, was tut er? Er versucht jetzt auf der TDY USB 0 eine Verbindung zu unserem Drucker herzustellen und fragt bei dieser Prozedur auch ab, ja, wie der Drucker antwortet. Malen gibt dann bestimmte Werte schon raus, spezifische Werte zum Drucker, die in der Firmware abgelegt sind, sodass wir mit der späteren Konfiguration nur noch sehr wenig zu tun haben werden. Er ermittelt auch die optimale Bautrate. Wir sehen hier, aktuell arbeitet er mit 115.200 Baud. Ich weiß, dass der Genius mit 250.000 Baud arbeitet. Genau das hat er auch gefunden. Er probiert das jetzt auch noch aus, ob das funktioniert. Schreibt auch hier schon verbunden und geht auch schon direkt einen Schritt weiter. Ja, jetzt wählen wir die Geometrie aus und die Daten unseres Druckers. In unserem Fall hier oder in meinem Fall ist es Rechteck. Und der Genius hat eine Druckfläche von 220 mal 220 mal 250. Ich gehe zum nächsten Schritt. Ich habe nur einen Extruder hier an diesem Drucker. Filamentdurchmesser ist 1,75, Heizbett ist vorhanden. Ich gehe zum nächsten Schritt. Lüfter habe ich einen. Softwareschalter ja. Und fertigstellen. Mein Drucker ist eingerichtet. Und da wir schon dabei sind, machen wir auch gleich den nächsten. Ich muss euch leider wieder mit rübernehmen zum Raspberry. Mein Ender ist 0 angeschlossen und auch den werden wir jetzt einrichten. Mein Zweitdrucker ist ein wirklich alter Ender 4, Creality Ender 4. Viele Leute werden den gar nicht kennen. Das Gerät ist nicht sehr bekannt, ist der Vorgänger übrigens vom Ender 5. Nur der Ender 4 war ursprünglich ein Hotbot mit diversen Problemen. Konnte zum Beispiel nie Kreise drucken, hat sehr viel Ärger gemacht. Ich habe den komplett umgebaut auf eine Core XY Conversion und seitdem druckt der Drucker wirklich sehr toll. Bin sehr zufrieden. Und ja, hier wählen wir jetzt den USB-Port aus für diesen Drucker, gehen auch hier automatisch erkennen, wählen noch da oben Malen aus als Firmware und gehen den nächsten Schritt. Das gleiche Spiel auch hier. Er wird nun die Bautrate ermitteln, prüfen, ob es funktioniert. Das ging in dem Fall schneller, weil die 115 direkt eingeloggt haben. Und geben dann die Druckbettgröße ein. Hier ebenfalls Bettform rechteckig, 220 x 220. Und der Ender 4 hat eine Höhe von 300. Er hat das richtig erkannt. Er hat die Malen-Software ausgelesen und hat festgestellt, dass ich an meinem Ender 4 2 Extruder laufen habe. Ich mache an diesem Drucker Dual Extrusions. Ich werde vielleicht irgendwann mal dazu ein eigenes Video machen, wie man mit sehr wenig Geld, ich würde jetzt schätzen, ich glaube 25, 30 Euro Investition war es, mit fast jedem Drucker Dual Extrusion durchführen kann. Gehen wir weiter mit Schritt 5. Das Lüfter habe ich einen und fertigstellen. So, meine beiden Drucker sind konfiguriert und jetzt führe ich euch noch ein klein bisschen durch die Software durch. Einfach mal, dass ihr seht, was man hier so alles tun kann. Ich gehe zum Drucker, habe hier oben das Hauptmenü, Drucken, Steuerung und Konsole. In meiner Steuerung kann ich nun meine 2 Extruder auswählen. Ihr seht, ich habe hier nur eine Temperatur angezeigt, liegt daran, ich habe 2 in 1, das heißt Dual Extruder mit Single Nozzle. Könnt ihr jetzt hier entsprechend auswählen.
und extrudieren, entsprechend auch mit der Länge, die er extrudieren soll. Habe hier die Möglichkeit, auf der XYZ-Achse in verschiedenen Längen und Höhen meinen Drucker zu bewegen. Und eine nette Funktion, die allerdings nur in der Pro-Version des Repetier-Servers vorhanden ist, ihr könnt hier über G-Code ausschließen einen Bereich hinzufügen. Das bedeutet, angenommen ihr habt das Druckbett voll mit kleinen Teilen, 1 oder 2 Teile lösen sich davon. In der Vergangenheit hieß das immer, ihr müsst den Druck abbrechen. Ja, in diesem Fall ist es so, ihr sucht euch einfach dieses entsprechende Teil raus, markiert dieses auf diesem Tableau und seht hier, das ist der G-Code im XY-Bereich, der ausgeschlossen wird. Der Druck wird ganz normal weiterlaufen, allerdings jetzt ohne diese ausgeschlossenen Bereiche, und ihr könnt den erfolgreich abschließen. Konsole. Ja, in der Konsole könnt ihr Befehle auslesen, die Bestätigungen euch ansehen. Ihr könnt selbst Befehle abschicken, zum Beispiel hier ein G500 zum Abspeichern, M500 natürlich, zum Abspeichern der aktuellen Parameter, wenn ihr zum Beispiel Extruder kalibriert habt oder solche Geschichten, kann man das wunderbar hier über diese Konsole machen. Ja, was gibt es hier noch zu sehen? Ich habe hier die Geschwindigkeit, die kann ich hier einstellen, mit der er druckt, heißt die prozentuale Beschleunigung der Geschwindigkeit, die ihr mit dem G-Code bereits gesliced habt. Man sollte sich natürlich bewusst sein, dass wenn ihr mit 50 mm pro Sekunde zum Beispiel sliced und ihr stellt hier auf 300%, das werden trotzdem keine 150 mm dann sein. Das funktioniert nicht, denn gerade bei kleineren Objekten habt ihr immer diese Stop-and-Go-Phase. Das heißt, der Drucker fängt an zu drucken, beschleunigt, hat dann seinen Höhepunkt und bevor er ans Ziel kommt, fängt er schon wieder abzubremsen und erreicht dadurch niemals die volle Geschwindigkeit. Ja, ebenfalls habt ihr hier die Möglichkeit, den Fluss manuell anzupassen während des Druckes. Ihr könnt den Lüfter hochdrehen oder auch wieder ausschalten. Die Temperatur kann man hier einsteuern, der Nozzle wie auch des Heizbetts. Das Ganze funktioniert übrigens auch während des Druckvorgangs. Also wenn ihr merkt, die Nozzle, die könnte noch 3-4 Grad mehr vertragen, könnt ihr das hier jederzeit einstellen. Wollen wir drucken? Holen wir uns mal einen G-Code. Ich habe hier sicherlich noch etwas liegen. Ja, wie praktisch. Für meinen Ender ein Calibration Cube. Und dann drücken wir einfach mal auf Go. Der Drucker heizt jetzt hoch. Ihr seht es hier. Die Temperatur fängt an zu steigen. Auf dem Homescreen seht ihr auch jetzt, dass sich hier in diesem Bereich schon was getan hat. Er zeigt euch die geschätzte Zeit an, wie lang dieser Druck dauern wird. In dem Fall 1 Stunde und 4 Minuten. Und ich würde sagen, diesen Druck lassen wir mal laufen und bauen um für unsere Webcam, um eine Timelapse auf dem Genius laufen zu lassen. Wir möchten nun dem Genius eine Webcam verpassen, um Timelapses durchführen zu können. Das Ganze läuft über die Konfiguration des Druckers in Druckereinstellungen, Webcam. Wir fügen eine Webcam hinzu und schauen mal, was er uns hier vorschlägt. Er hat bereits da unten etwas gefunden, das werden wir einfach mal zuweisen und siehe da. Er zeigt uns schon eine Webcam an. Die Auflösung von 640 x 480, die gefällt mir nicht ganz so gut. Wir könnten natürlich jetzt hier alles durchprobieren, es geht aber auch etwas komfortabler. Ich starte hier zu PuTTY, verbinde mich mit der IP-Adresse des Raspberries. Benutzername ist Pi und standardmäßig lautet das Passwort Raspberry.
Wir benötigen folgenden Befehl. Schicken den ab und schauen mal, welche Auflösung er uns bietet. Diese Auflösungen sind die Auflösungen, welche er uns aktuell auf der Kamera anbieten kann. Die höchste Auflösung ist die 1920 x 1080, welche er gefunden hat. Das gefällt mir und das werden wir dann auch auswählen. Kommen wir zum Setup der Zeitraffer. Ich finde dieses Menü und Drucken, Webcam, Zeitraffer. Ich habe hier folgende Einstellungen vorgenommen. Ich möchte jede Layer, ein Bild, Framerate von 10 FPS in diesem Fall und habe bei mir die XY auf 10-210 gestellt, einfach um den Kopf, den Druckkopf zur Seite zu bewegen, sodass ich ein schönes Bild letztendlich bekommen kann. Ja, übernehmen, drucken. Und genau das werden wir tun. Ich habe hier noch ein Banshee liegen und dieses werden wir jetzt einfach mal in Zeitraffer ausdrucken. Viel Spaß beim Zusehen. Fazit. Wer einen Druckerserver sucht und gerne mehr als einen Drucker gleichzeitig betreiben möchte, ist mit Repetierserver bestens bedient. Repetierserver kann von Haus aus ohne weitere Einstellungen und Konfigurationen direkt mehrere Drucker ansteuern. Kleiner Nachteil ist, Repetier ist in der Basisversion zwar kostenlos, hat aber in dem Moment eingeschränkte Funktionen, zum Beispiel Webcam. Nur in der Pro-Version ist die Webcam standardmäßig freigeschaltet, genauso wie auch diesen Bereich auszuschneiden, den ihr gerne beim Drucken, beim Druckfortschritt auslassen möchtet. Auch hier ist diese Funktion leider nur in der Pro-Version enthalten. Zurzeit gibt es einen Rabatt. Aktuelle Preise findet ihr hier oben. Die Passwortverwaltung, die man durchaus durchführen könnte oder kann, vielleicht auch sollte, je nachdem, wo der Raspberry betrieben wird, gestaltet sich als vielfältig und einfach. Auch hier habt ihr diverse Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen, um so euren Repetierserver vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Insbesondere dann, wenn ihr vorhabt, den Repetierserver nach außen, also von extern erreichbar zu machen. Hier bietet sich generell immer VPN an. Ein Port-Forwarding würde ich nicht empfehlen. Hierzu sind diverse Einstellungen notwendig. Natürlich kann man dies abdecken über IP-Tables und so weiter und so fort. Dennoch ist es nicht die erste Wahl. Man sollte immer Richtung eines VPN-Clients gehen, denn dieser baut auf jeden Fall die sicherste Art der Verbindung auf. Unser Tutorial ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, gerne natürlich auch ein Abo. Ich freue mich, wenn ihr nochmal reinschaut. Bis dahin, macht's gut!